Jatha yathatma parimejjate aso matpunna gatha savano vidhane. Yatha yathatma parimejjate aso matpunna gatha savano vidhane. Tatha tatha pasvati vastu suksham chakshusaivo anjana samprajuktam. Chakshusaiva anjano samprajuktam. Yatha yathatma parimejjate aso matpunna gatha savano vidhanui. Tatha tatha pasvati vastu suksham chakshusaiva anjano samprajuktam. Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada. Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada hat gesagt, es gibt zwei Arten von Darshans. Veda-Trik Darshan und Mansa-Trik Darshan. Prabhupada used to explain often this topic, that those who are going to watch everything, those who want to look everything, under the guidance of Guru Vaishnava. So, die Prabhupada hat oft über die zwei Arten von Darshans gesprochen. Diejenigen, was im Guru und Vaishnava folgen, die haben einen Darshan von den richtigen Darshan, durch die richtige Sichtweise. Aber materielle Leute, die sehen nur Körperbewusstsein. Alles, aus was der Körper besteht. Blut, Fleisch, Kot, Urin. So Darshan ist ganz eine wichtige Sache. They can get, they have their memory, they can memorize and write, they can get degree. But that is not actually... Also er spricht nicht von den Leuten, die was gelehrt sein in Darshan, Shastra, und da vielleicht Philosophen sein, sondern das ist ein anderer Darshan. Was man unter Darshan versteht, ist das, dass man sein Darshan wirklich verändert. Und du hast dann schlussendlich ein Darshan von Golok Vrindavan in der Welt. Du kannst in der Welt einen Vaikuntha Darshan haben. Das ist durch Harinam und Guru und Vaishnava kannst du den Darshan, Vaikuntha Darshan, dort in der Welt sehen. When you can go up to that platform, from where you can see everything all blissful, pain or pleasure, any kind of suffering, any kind of thing happening, you are blessed, very equal darshan. So it is called Vaikuntha Darshan. While you are here in this material world, your ego So der Vaikuntha Darshan bedeutet, dass du eben den Schmerz und die Freude alles ausgeglichen siehst, alles gleich, auf der gleichen Plattform. Du bist auf der Plattform, wo alles ganz ausgeglichen ist, auf der transzendentalen Ebene. Und so ein Darshan nennt sich Vaikuntha Darshan. Also alle müssen irgendeine Art von Darshan haben, als Sichtweise, weil sie eben ihre Augen haben. Also der Darshan ist verschieden, je nachdem, was für Samskaras du entwickelt hast.
according to previous sanskar, his darshan is this kind of darshan. So it depends Also on jeder hat eine andere Sichtweise, einen anderen Darshan, je nachdem, was für Eindrücke du in dem Leben oder im letzten Leben gehabt hast. this previous sanskar you already have inside your heart. At the same time, you are getting good associations through which you are changing. So when you are going to leave body, the kind of darshan there, already there in your heart, that can follow you. That can follow your Atma, can follow. That's samskara. So you have one kind of darshan, you, not only you, everybody. Everyone, those who have some drishti, So jeder, und der was Augen hat, hat einen Darshan, ein Tiger genauso. If you look at you, you can find nice bandara today, blood and flesh. And if I look at you, I can say my nice mother coming in. So wenn ein Tiger kommt, nachher denkt er sich, oh, da ist was zum Essen, gutes Fleisch. Aber wenn ein Sadhu auf das schaut, denkt er sich, oh, das ist meine Mutter. Oder Schlange, jeder hat einen Darshan nach seinen vorherigen Samskaras. That is very important, otherwise people can misunderstand me. After hearing some argument, Harikatha, they can misunderstand me. So I thought it is most urgent to clarify this point. So, das letzte Mal hat ein Vers gesprochen, und was er jetzt weiter erklären will, weil schon schön es leicht missverstanden werden hat können. So, wenn du jetzt Einweihung genommen hast vom Gurudev, von einem Satguru, der Diksha ist 100% perfekt, nachher kannst du einen richtigen Darshan haben. Aber wenn es nicht der Fall ist, vielleicht 70, 60, 50%, je nachdem, was der Grad von Hingabe ist, on the basis of which you are going to darshan, everything. But final touch is there. In Bhagavatam it is written, Yatha Yatha Atma Parividyata 2. This sloka also speaking about cleaning your Atma. so der Vers Yada Yada Atma, der spricht da über das Reinigen vom Herzen, Vicheto Darbanamarshana. Special things, totally. I have some interlink, but actually point is there. Yatha yathatma parividyata aso matpunna gatha soguno vidhanai. Bhagavan Sri Krishna speaking to Uddhava. If a jivatma go on hearing Harikatha, Kirtan, then So Krishna sagt zum Uddhava den Vers. So wenn jemand mehr und mehr Harikatha hört, durch das entwickelt er seinen Darshan. Yatha Yatha. Also so wie deine Praxis ist vom Hören, Shravan und Kirtan, so entwickelt sich deine Sichtweise. Wenn du keine reine Harikatha hörst, dann hörst du auch irgendwas Falsches hören vielleicht auf dem spirituellen Weg. So nach der Quelle, von der du hörst, entwickelst du immer Sichtweise. Parimichyate bedeutet zu reinigen.
pashyati vastu suksham. So according to your cleaning of heart by Harikatha and Kirtan, you can So develop das Reinigen vom Herzen durch Harikatha und Kirtan, durch das entwickelst du deine Augen, deine Sichtweise, dein Darshan. Not that you can see your eyes, is not that. Darshan Bhav means tatha tatha pashyati vastu suksham. Like I have seen very old lady, grandmother. She can with one needle, with one shuto and sting and put inside. Whereas you, at present, you can know that kind of 90 years. It's not possible. You can see everything. So that kind of power. So it is right. In our childhood, mother used to apply black. So in der Jugend hat die Mutter Anjal schwarze Farbe in die Augen geben. Durch das siehst du dann besser. Das kriegen die Kinder da in Indien. Die kleinen Kinder, denen machen das die Mütter auf die Augen. As if black applied, then shurma, one kind of special black. So wenn du jetzt das auftragst, durch das hast du eben dann eine bessere Sichtweise. Es nennt sich Surma, schwarz ist das. Um die Sichtweise zu verbessern. Und das Harikatha und Kirtan ist dasselbe. Wenn du hörst mehr und mehr von der richtigen Quelle, und tragst du dazu bei, dass eben die Sichtweise gereinigt wird. Und kannst dann aufsteigen bis zum Vaikuntha Darshan. Bhaktivinoda Thakur 150 Jahre zurück. Er hat damals schon gesagt, dass jede spirituelle Organisation, wenn du das versuchst, oder aufzumachen, zu leiten, wo eben verschiedene Leute mit Rajas und Tamas sein. So Srila Bhaktivinoda Thakur sagte, weil diejenigen, was einen Tempel aufmachen wollen, eine Organisation. Und die haben Leute in der Institution, die was alle voll mit Rajas und Tamas sind. Sogenannte Devotees, voll mit Anarthas, schlechte Angewohnheiten. So eine Gesellschaft ist ganz gefährlich. Und zur selben Zeit kriegt die Gesellschaft oder die Philosophie ein schwarzes Bild von der Gesellschaft, von den Leuten, was außen leben. Weil sie eben beobachten, dass da gewisse Dinge nicht so laufen, wie sie sollten. So, dann tragt es auf die ganze Lehre, auf die Sadhus, ein schlechtes Bild. আধ্যাত্মিক সংস্থা গঠিত হয় তাহাতে কোনো আদর্শময়ী শিক্ষা প্রচারিত হতে পারে না বরং তাহাতে বহির্জগতের লোক কি করে বহির্জগতের লোক নিষ্ঠীবন থাকেন নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে So Bhaktivinoda Thakur wants to speak. If you are going to some spiritual organization, you are going to make and set up
So, er wiederholt es, eine spirituelle Gesellschaft hochzogen oder aufmacht bei einer materiellen, keine wirklich verwirklichten Seele. Nachher ist es gefährlich. Und du ziehst viele Leute an mit schlechten Angewohnheiten, was in Rajas und Tamas sein meist. So, der Idealismus wird in so einer Gesellschaft fehlen. Und die Leute außerhalb werden so eine Gesellschaft auch kritisieren. Und das macht dann die ganze Gaudias, Vaishnavas schmutzig. Weil sowas kommt dann in den Fernseher und in die Nachrichten und nachher wird das Bild auf das ganze Krishna-Bewusstsein gekleckt. Nur weil irgendwelche unverantwortlichen Personen, die was nicht wirklich einen Tempel jetzt aufmachen sollen, so handeln. Und nachher die äußeren Leute kritisieren natürlich sowas, weil viele Dinge falsch laufen. Hospital. Spiritual hospital. So it is my request, don't misunderstand me. Don't think that I am heartless. Then you will have to open my heart and see I am heartless or not. I am bound to speak this way because I like to see the rectified situation. That is the only reason. I have no envious attitude. So somebody can think otherwise. I have no, way what to do. So, es kann aber echt falsch verstanden werden. Weil Srila Prabhupada hat schon gesagt, dass das Gaudiya-Mata Krankenhaus ist. So, aber das muss man von verschiedenen Sichtweisen sehen. So, wenn große Vaishnavas solche Tempel aufmachen, dann ist das okay. Das ist ein Krankenhaus. Zurzeit werden aber Tempel aufgemacht, aber da ist, was eigentlich ein Krankenhaus sein, und Patienten werden aufgenommen, aber da ist kein Doktor in den meisten Tempeln und in den meisten Kirchen und so weiter. So ein wirklicher Doktor muss da sein, ein spiritueller Lehrer. Sonst kann die Maat oder der Tempel nicht standhalten. Ein Tempel kann keiner öffnen durch Geld. By money power, if you want to open one more, then Tata, Birla, they can open one more, or we can go and get Krishna there. It's possible. We have to depend upon Guru Vaishnava. I can clarify this. So ein Tempel kannst du nicht aufmachen einfach, ohne das nur mit Geld, weil du Geld hast oder viele Folger, viele Leute, Anhänger, sondern wenn du eine Maat aufmachen willst, einen Tempel, dann muss dort der Doktor sein. Die Maat oder die Deities, die sind als erstes manifestiert in dem Herzen von einem reinen Devoti. Und nachher manifestiert der Devoti das im Äußeren. Eine Maat ist nicht irgendeine Konstruktion von Steinen und Ziegel und Zement, sondern es kommt aus dem reinen Devoti, das Herzen raus, und manifestiert sich in der Welt, weil es miteinander manifestiert. Miteinander ist Dham Tattva. By money power and manpower, you have no power to establish once a prakitamat, Prakitamat you can, komot you can make. That you can make where all those, insects can, all snacks.
Guru Padma writing one article, Mottobashir Kortobbo Nirnaya. You are learning Bengali, you should hear. Mottobashir Kortobbo Nirnaya. What do you mean? What I mean? Mottobashir Kortobbo Nirnaya. The main duties of those Mattabasi, those who are going to stay in Math, what is their character, what is their behavior, all. Nobody will tell. If they come to fight with me, I can show the writing of Gopal, Bhaktivinoda Thakur and Guru Bhakti, they cannot fight with me. They can stop and go away. So this way they like to prove. They like to prove that you are heartless. We have some open heart. They like to prove this. So die meisten Leute, die wollen aufzeigen, oh, sie haben ein ganz großes Herz. Really heartless, I have no bhakti. But you cannot prove that you are not heartless. This way they want to prove that our heart is very open, broad-minded. So die wollen aufzeigen, dass sie eben ganz großherzig sind, die was viele verschiedene Leute aufnehmen in den Tempel oder in die Maat. Aber zuerst muss man sich einmal selber helfen, sagt er. So viele, die wollen ihm aufzeigen, wie offenherzig sie sind. Und sie sagen, oh, wir sollen keine Fehler mit anderen finden. Aber Prabhupada findet auch niemals Fehler mit irgendwen. Srila Bhakti Prabhupada auch nicht. Actually, Prabhupada wanted to speak that by money power and manpower I cannot make. At present, everybody have some money. So durch Manneskraft und Geld kannst du keinen Tempel öffnen. So jeder will heutzutage da und da Tempel öffnen. Aber das ist ein Komot, sagt Srila Prabhupada in Bengalien, wo gewisse Insekten sich aufhalten und Schlangen. Ein Komot ist ja in Bengali eine Toilette. Und Srila Bhaktivinoda Thakur sagt, dass es nur geht, wenn der Idealismus aufgezogen wird, dass du eine Maat oder einen Tempel führst. Ansonsten entstehen Gesellschaften, die was niemals der Führer von den Gesellschaften ist nicht auf der Stufe, dass er irgendeinen Benefit für die Gesellschaft geben kann. Jetzt gerade machen wir wieder einen nächsten Tempel auf, machen wir wieder einen nächsten Tempel. Big building, because this become a danger in the way of your bhajan. You cannot do bhajan. Why speaking this is not good. So warum sagt jetzt Srila Bhaktivinoda Thakur sowas, dass sie große Tempel aufmachen und das nicht gut ist? And what Prabhupada wanted to speak, all the same. Bhaktivinoda wanted to speak, Matmani Dalan Dalanvari Nampuro Prayas. Don't try to make big buildings. Also Bhaktivinoda Thakur sagt, mach keine großen. Some leatherman or fisherman, you can get admission in your mouth, they can also everything. Some outside. Sridharma used to say, don't allow everybody inside temple Sridharma speak. Before leaving Lord, don't allow. I am not speaking the name of that Acharya. Don't allow everybody to enter into temple. It's dangerous. Don't allow Also du sollst nicht jeden erlauben, in den Tempel zu gehen, in die Küche oder zum Deity feiern. Sridhar Maharaj hat das gesagt, ganz so große Devotee. I am more liberated, big heart. They want to prove this way. So now the situation. If you are not going to develop that kind of quality, as a priest at least, Pujani, how you can allow you to enter into temple? There is some. Also du musst eben wenigstens die Qualität von einem Priester dann aufzeigen oder von einem Brahmana, dass du anfangen kannst dort die Deities verehren. Das sind keine Puppen im Tempel. Das sind Deities. Deities bedeutet Vigraha, Shakshat Vrajandanandan. Es ist nicht verschieden von Krishna selber. This is the Gauriya Darshan. Now what Bhaktivinoda Thakur
So Bhaktivinoda Thakur sagt, versuch keine großen Tempel zu machen. Und Srila Prabhupada hat 64 jetzt eröffnet. Mats. He's asking Prabhupada, you are very lucky actually, you are actually very powerful, you are making 64 marks in different parts. So einer hat einmal einen Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada gefragt, oh, du hast 64 Tempel aufgemacht. Das ist wirklich eine ausgezeichnete Leistung. Und Prabhupada hat ein bisschen gelacht und hat gesagt, 64 Tempel. Er wollte Gaudiya Mat in dem Herzen von allen Menschen etablieren. Was ist 64 Mat? Das ist gar nichts. So, das ist der Darshan von Prabhupada. Prabhupada wollte sagen, 64 Mat wollte öffnen und dass das dann sogenannte mobile Gaudiya Mats wären, mit powervolle Acharya, die was dann überall die Gaudiya Mat in die Herzen von anderen etablieren kann. So many things about speaking. There are so many pracharak, but I need big pracharak who can speak in such a way that they can give some benefit to all common people. So big pracharak means Prabhupada want to state that Srila Prabhupada sagt, er braucht ganz starke Prediger, ganz powervolle, machtvolle. Und wenn die in die 6-4 Mats sein, solche Pracharak nennt sich das. So mobile Gaudiya Mat. Und wenn die rausgehen predigen, dann können sie die ganze Welt verwandeln in Gaudiya Mat. Now, Prabhupada wanted to make temples, this, that, here and there, to help people to get bhakti, nothing else. But Prabhupada hat die Tempel nur eröffnet, eben um den Leuten zu helfen, dass sie Bhakti kriegen. Bhagavan Sri Krishna already writing in Bhagavatam, Man mandir karayat dhiram. You will like to make my temple, big temple. Krishna speaking to Uddhava. Man mandir karayat dhiram. You will have to make big temple, my temple. Mandir. Mot not. Man mandir, it is in mandir. Not mot is totally separate mode. They are all the common, brahmacharis and sannyasis can stay together, help each other to develop bhakti. I can come to this point now, then after that come to the original point. So, Prabhupada making temple, at the same time Prabhupada also Prabhupada opening Gauri hospital in different places, at the same time Prabhupada giving doctor also. Srila Prabhupada hat eben die Tempel eröffnet, mit 64 an der Zahl jetzt, aber dort waren auch 64 Doktoren in jedem Tempel. Also alle zusammen, überall ein Doktor. Prabhupada can do this way. Bhaktivinoda Thakur is surely not going to speak about Prabhupada. Bhaktivinoda Thakur is speaking in general for us, common people. Also Bhaktivinoda Thakur spricht sich eigentlich nicht für Prabhupada, sondern er spricht für die normalen Leute. Indem einen Tempel aufmachen, das können sie nicht erhalten.
they can pay salary, they can do this, because they have no manpower. This way they are going to make some contamination, surely. How they can do it? They have no way. So they can invite outside people, pay money. They, for Bandara, Utsav, they can go to a rich man to catch his leg. You arrange. That's why in Bhagavatam it is written, the why brahmachari sannyasis, why they are going to catch at the lotus feet of rich man. Kasmad bhajanti dhanadurmadandha, in Bhagavatam it is written. Kasmad, why? What for? Kasmad bhajanti dhanadurmadandha. Dhanadurmadandhan. Those who are blind, those who are rich, they are popped up, rich man. They can buy sadhu. They speak. We can buy sadhu. At present, so many sadhu can come. If I pay for them, really, sadhu is so cheap in Kalika. So, what Bhakti Thakur wanted to speak, you have to realize. Because Bhakti Thakur can realize what's going to happen within coming 200 years. So, Bhaktivinoda Thakur, der spricht in das, was in den nächsten 200 Jahren kommt. Die sagen das voraus, so Acharyas. Swami Maharaj hat alle vorausgesagt. So, actually, Bhaktivinoda Thakur wanted to speak that if you open mouth, you can lose your power to do bhajan, you cannot do bhajan, you have no bhajan power. So, wenn du eben nicht den Bhajan-Bauer hast, dass du allein einen Tempel führen kannst, dann musst du dich abhängig machen von irgendwelchen materiellen Leuten, die Geld haben. Und das ist der Grund, warum die solche Vaishnavas dann die Füße halten von materiellen Leuten. So, damit sie Geld kriegen und dann eben, um den Tempel zu erhalten. So, gestern hat er über das gesprochen, aber nicht im Detail. Kali Goshti Bhajan ist in der Gruppe. Individuelles Bhajan. Gaura Kishore Das Bhushan, Krishna Das Kaviraj, Krishna Babaji Maharaj, die haben die Kraft, Bhajan allein zu machen. Aber im Kali ist Goshti Bhajan Gruppen, in der Gruppe Bhajan praktischer. Warum? Because doctor is there. Without doctor, why you are doing? So big sadhu there. So all common devotees, those who are learning here, matanti, basanti, chatraha, paramarthina. Those who are for spiritual training, those who are going to come in Mart to stay, that is called Mart. Not in which die, was in den Tempel kommen, um dort zu leben, um zu lernen, das nennt sich Mat. So, das ist, um eben spirituell fortzuschreiten. So, die Gaudiyas, die Vani-Weiber aufzusichern, das ist die Hauptaufgabe. So Harikatha Bandara, das Fest von Harikatha, das muss immer da sein. Schon, wenn du das Siddhanta nicht schützen kannst, dann kannst du kannst so Prasadam teilen und verteilen und all die Sachen machen, aber du machst vielleicht nicht einen wirklichen Brahmachari.
In Bengal, in English actually, this life is short life, we are going to live. So wäre es auf Bengalisch gewesen und in Englisch ist die Übersetzung, dass wir kurz in der Welt sind und während der Periode, wo wir da sind, und dort nimmst du Zuflucht bei einem Gurudev, dienst dem alle zusammen, volles Adjustment, harmonisiert. Also Srila Prabhupada hat gesagt, als in Harmonie muss das sein. Es ist wirklich als Vairagya. Dust particle from their lotus feet. So gradually we are going to hear Harikatha, we have the scope to hear Harikatha from them. So gradually they are going to guide us. So we are going to serve under the guidance of that Asra Vigraha. We are going to serve Radha Govinda. So durch das kommt man dann so langsam in den Dienst von den höheren Vaishnavas. Du dienst ihnen, du nimmst von ihnen die Staubpartikel, du nimmst das Prasadam von ihnen, so kriegst du Power. Also du sollst wirklich nur Diksha zu Leuten geben, die was du wirklich verändern kannst. Hari Bhakti Vilas ist nichts, was einfach zum Wegwerfen ist, und wir gehen einfach nach unseren eigenen Wünschen und wollen aufzeigen, oh, wir sind mehr barmherzig. Sanatana Goswami, der hat es. Der Sanatana Goswami ist keine dumme Person. Der weiß, was er schreibt. Er hat so ein großzügiges Herz. Und keiner kann wirklich aufzeigen, dass er mehr barmherzig ist als wie Sanatana Goswami. Sanatana Goswami hat gesagt, wenn du Diksha gibst, dann musst du auf positive Punkte anschauen. Nicht, dass einer komplett eine schlechte Person ist. So, wenn du als nur solche schlechten Personen mit schlechten Samskara in den Tempel bringst, und was wird aus dem Tempel? So, da muss eben ein Doktor da sein, ein Gurudev, der was die Krankheiten heilen kann, wenn sie kommen. Nicht, dass sie alle zusammen mit verschiedenen Krankheiten in einem Tempel sind. Einer hat Krebs, einer Cholera, einer AIDS und so weiter. Und dann stecken sie sich gegenseitig weiter an. Sondern es muss ein Doktor da sein, der was heilen anfängt. Maharaj did Kripa, change their life, then you can do. Not that you can all rubbish, you can all So, wenn du die Kraft hast, wie der Doktor, der was das wirklich verändern kann. Aber wenn du es nicht hast, nachher brauchst du keine Leute in den Tempel nehmen. Always used to keep a close watch. Though Prabhupada, suppose at present Prabhupada in Madras, but Prabhupada can see everything. So, Prabhupada hat immer alles gewusst, aber wenn er irgendwie an andere Orte war, aber er hat genau gewusst, in was für Gaudium halt passiert. So, er hat immer die Kontrolle über all dem 64 Mats gehabt. Es ist nicht so, dass du überall wie jetzt eben so viel Müll in den Tempel bringst und nachher kann es nicht funktionieren. Und die Leute fangen an, das zu kritisieren. So, was bedeutet jetzt harmonisieren? What do you mean by proper adjustment? Milya Mishya. What do you mean by this? Milya Mishya, proper adjustment doesn't mean a nice elevated sadhu can leave all his efficacy, acharan, everything, leave and get adjusted with those. So, ein höher stehender Acharya soll nicht auf die Stufe gehen von den Mat-Einwohnern,
that Maharaj has no adjustment power. I can give example also. Not that I am speaking. Actually, those who are in temple, they have the scope to meet that Also elevated die, was im Tempel sind, die müssen auf die Stufe kommen. Nicht, dass der Doktor runtergeht auf die Stufe vom Patienten. can come down to the level of this, Patience. demon staying in temple and get adjusted. Follow what I mean to say. That doesn't mean those who elevated sadhu, those who are staying in temple, they need to adjust with those, fallen people, and they can come down from their high level to low level. Foolish number one, they are speaking this way. That not mean. Adjustment means they are going to excuse you, maybe 10 times you are making same mistake, 10 times, 20 times. Grundweishnava, die können dich entschuldigen, vielleicht 10-mal, 20-mal. Und dann kannst du eine Aussicht haben, dass du dich änderst. Aber dann mehr und mehr musst du auf die Stufe kommen von dem Sadhu. So, Srila Prabhupada, der hat einmal einen Professor getroffen und der hat gesagt, oh, du sprichst so hohe Dinge und wir können es nicht wirklich verstehen. Aber Srila Prabhupada hat ihm zur Antwort gegeben, es ist besser, wenn der Sprecher all die Zuhörer auf sein Level bringen kann. Es ist besser, wenn die auf dem Level gebracht werden vom Sprecher. So erklärt es Prabhupada. Now I can give one example, one or two examples, through which you can get clear idea. That they don't understand what we mean by this adjustment. Proper adjustment, Milya Mishya, they think that to elevate a sadhu, they have no So adjustment. Milya Misha bedeutet eben nicht, dass der Sadhu auf die Stufe von die, dass er runtergeht auf die Stufe von die Zuhörer oder von die Schüler. Das ist nicht, das bedeutet nicht die Harmonisierung, das ist nicht der Punkt. So again I can explain that Opichet Sudrachar Bhajati Apichet Sudara, Now I can give two examples. In Vrindavan Math, one big Babaji Maharaj, very nice, always doing Also im Vrindavan-Tempel, dort war Babaji Maharaj. His seva is very nice. Sein Seva ist in der Arti, morgens, mittags und abends, macht der Arti. Anytime, even nighttime arati, when Sayan arati, it is the duty of Babaji Maharaj to come with Ganta, this bell. Also er kommt immer zu der Arti-Zeit dann mit der Glocke und spielt auf der, singt die Kirtan und schlagt die Trommel. Kirtan ist auch ein spezieller Seva von dem Babaji Maharaj. So Babaji Maharaj hat einmal an der Kartals gespielt und dann ist ein Brahmachari gekommen und der spielt mit dem Ganta. Kirtan means Babaji Maharaj wants to satisfy Krishna 100%. So he cannot tolerate any kind of nonsense. So Babaji Maharaj hat jetzt auf ihn geschaut. Kirtan bedeutet nämlich für ihn, es macht er für die Zufriedenheit von höchsten Herrn. So der Rhythmus für die Kartals muss stimmen. Der macht ihm immer die gleichen Fehler. So, Baba, der hat dann schlussendlich, hatte die Dinge,
die Kartals auf ihn geworfen. Und die Leute können jetzt denken, oh, also ihn hat es aufgeregt, weil er eben falsch gespielt hat. Er hat ihn oft versucht zu rektifizieren, oder dass er eben wieder auf den richtigen Rhythmus kommt. So besser was gewesen, wenn er gestoppt hatte. Stand ist eben danach in sein Zimmer und hat es zu ihm gesagt. Und weil er eben in seinem Seva gestört war, von dem Dienst zu Radha und Krishna. Another example I can give. One, Babaji Maharaj, he is the disciple of Prabhupada, I think. He is the disciple of Prabhupada. He is also, I think, important. I will have to ask. Bhakti Maharaj is not there. How can I ask? So anyway, one day, one Babaji Maharaj was there in temple. He is doing nice bhajan all the time. But some demonic character, brahmachari, they are not actually brahmachari, they are actually demon. Ein anderer Fall war da gibt es ein paar Brahmacharis, die haben ständig den Babaji Maharaj kritisiert. Und die denken, oh, Babaji Maharaj sitzt immer, er macht nichts. Er ist ein ganz großer Sadhu. Hey, you have to do this thing, then after that you can do. This way, speaking. Maharaj speaking, I have some writing. No, first you do it, after that you can go. This way. The recording is not there, so I cannot show you. They all fall down. Great devotee is the eternal person of Prabhupada and Gauranga Mahaprabhu speaking this way. So demonic character. So anyway, drop the point. So this way they are doing so. Now, one day is too much. Also ignored. They are just small. So Babaji Maharaj hat das eine lange Zeit ignoriert. Never mind. One day, so bad behavior. Aber eines Tages haben sie sich so schlecht benommen. Und Babaji Maharaj wollte ihnen eine Lehre erteilen. Und dann ist er ins Zimmer gegangen und hat es geschlossen. Also er hat das gehört von einem authentischen Devotee, das ist nichts Falsches. Er ist ins Zimmer, hat zugesperrt, ohne Wasser, ohne Prasada. 2 Tage sind vergangen. Das hat er gehört von dem Reinheitsgrad von Chaitanya Maharaj. As soon as they enter on, somebody informed the Babaji for 2 days not taking water, thinking, what happens? So that demon speaking all rubbish to her. First of all, luggage, Madhu Goswami throw luggage and reach that room. The room is locked. So Madhav Maharaj ist dann gekommen und der hat den Vorfall zum Herrn gekriegt. Hat er sofort seine Tasche auf der Seite gegeben. So, er hat Dandavat gemacht zu dem, weil er ist ja vor das Zimmer und hat gesagt, oh, mein Sohn ist dein Sohn. So, vielleicht haben sie einen Fehler gemacht, bitte vergib uns, bitte komm raus. Also er hat dann gesagt, wenn du jetzt nicht rauskommst, dann muss er auch selber fasten anfangen. Dann ist er rausgekommen und dann haben sie beide weinen angefangen und haben sich umarmt. So, 2 examples I speak. How we are going to misuse the existence of a great devotee in a month. So wie wir die Existenz Some other time I can speak. What kind of operation was there in my life? You can cry. You cannot bear. I can speak some other time. So it's usual.
going on, because I am speaking Harikatha. What Harikatha? Was spoken by Prabhupada. That's why so much operation. If in place of me, if you are there, you would have died by this time. Still I am alive by the mercy of Prabhupada. Anyway, so adjustment doesn't mean those great devotees, they are going to lose their own position and come down to low position. Adjustment. They think adjustment is. So Adjustment, Harmonisierung ist nicht, dass du eben runterkommst vom hohen Level auf einen niedrigen Level. They are going to show mercy to you. Und Gurus, die sind voll von Barmherzigkeit. So, du kannst es versuchen, 10-mal, 20-mal schauen sie dazu und sie sagen, mach nicht das, mach es so. Sie warten, weil sie geduldig sind und tolerant. Aber doch, wenn du dann wirklich nicht anfängst, das machen und du ignorierst die dann, nachher, wie kannst du dann so einen Tempel erhalten? They are doing all rubbish. But you think, I am running my mouth. How you are running my mouth? How you are running your mouth? You have to run your mouth according to the principle of Prabhupada and Vaikuntha Darshan. We cannot run your mouth according to your own desire. Guru Bhagavad always used to speak this word. Gauriya mouth can only be, Gauriya mouth can only be guided by. So Gaudiya-Mat kannst du nicht selber leiten, sondern es muss geleitet werden bei den Prinzipien von Bhaktivinoda Thakur und Srila Bhaktisiddhanta. Then it is not Gaudiya-Mat. Guru Bhagavad used to say, Gaudiya-Mat money, you will have to run Gaudiya-Mat on the basis of the principles spoken by Prabhupada and Bhaktivinoda Thakur. So, du musst das sprechen von Prabhupada und Bhaktivinoda Thakur. Schon funktioniert Gaudiya-Mat nicht. Du kannst eine andere Gesellschaft vielleicht haben, aber Chaitanya-Mat ist was Transzendentales. So society doesn't mean they are all transcendental people can stay. Why it is necessary to make one society? So warum ist es nötig, eine Gesellschaft zu bilden? To make a balance. Um das zu balancieren. Materielle Leute sind drinnen, aber eben sie fangen an, spirituelle Lehren zu lernen. Also es muss alles ausbalanciert werden. Jetzt der Vers aus der Bhagavad Gita, Apichetsa Sudarochara. Das bedeutet nicht, dass du so viele Sachen machen kannst, jeden Blödsinn und Tila-Kraft tragen kannst und Mala tragen und dann kann man sagen, du bist ja Devotee. They are having very fresh idea. They want to follow Sadhguru Vaishnava, their principle. They want to organize. Their goal is okay. But sometimes due to previous sanskar, by chance making mistake. So, das ist nur bei dir, es kann entschuldigt werden, wenn du durch Zufall einen Fehler machst. Weil eben deine Samskara so stark waren, dass jetzt wieder zurückgefallen bist und einen Fehler gemacht hast. Das kann entschuldigt und vergeben werden, aber nicht, dass einer denselben und denselben Fehler immer wieder macht. So derjenige, der was jetzt von der Gaudiya-Mat die Lehren ausnützen wollen, das Wissen, Gaudiya-Mat hat keine Beziehung mit solchen Leuten. Also weil es halt passiert, kannst du einen Fehler machen. Das ist okay. Aber nicht, wenn einer wirklich und immer wieder den gleichen Fehler macht. Nachher kann das nicht. Please try to rectify them. If contamination is there, then you are fresh. Maybe you don't know about anything what is devotion, but still your heart is clean.
moralistic, so you cannot get. So contamination is there. So disease there, no doctor there, you are admitting all different kind of, patients here, making some contamination, all society will be fall down. So, Piche Sudaracha, Sudaracha, don't do some. Eben in den Tempel, in den Marzen muss ein Doktor da sein. Heutzutage in vielen Tempeln ist es nicht. You want to compare your case with Bilamna Thakur? Idiot. They are going to compare. Foolish. Die wollen in das Abhijit-Sudaracha mit Bilgamangal gleichsetzen. So jetzt kommen wir wieder zurück zu den Brahmin, die Frauen von den Brahmanas, Yagya Patnis. Vishwai Sango, be careful if you like to go ahead in spiritual line. Always be careful about Vishwai Sango. I am not going to speak his brahmachari, his sannyasi, his acharya. I don't like to speak clearly. You will have to understand what I mean to say. Vishwai Sango, in the form of sadhu, if you are going to get Vishwai Sango, I cannot protect you. My father, grandfather cannot protect you. Always be careful. Be careful about Vishwai Sangha. Vishwai means material people. Now, those Yagya Brahman, they are there, but their wives also there. But be sure, those wives, they are guided by a divine principle of Malini. Yatha yatha atma parinijyaso matpunagata samarani. They are hearing all the time from Malini, is that Prajavasi, that unique heart they develop. So die Yagya Patnis, die haben für lange Zeit von Malini gehört. Und die haben das Herz komplett auf Krishna konzentriert. Die Brahmanas, die sind herzlos. If wives going to get their association, then by now they are supposed to come to husband to appreciate. When the husband already dragged them away, covered boys, Krishna himself. Now they are reciting Veda. What is the meaning? So die Brahmanas, die rezitieren viele Mantras und die Vedas. Was Chaitanya Mahaprabhu sagt, Dämonen, die machen mehr Entsaugung wie du. Halbgötter können das nicht einmal. Hiranyakashipu, Ravan und so weiter. Aber die kriegen auch kein Bhakti. Also das ist nicht der Grund. So, wenn du Entsaugung machst, das ist nicht, muss nicht sein, dass du da durch das Bhakti kriegst. Bhakti ist independent. So, wenn du Anziehung zu Harinam, Krishna, Vrindavan und Balaram hast, Narad sagt, Yata tarar mul Naraji Maharaj speaking, they are actually foolish Brahman. They want to deserve to be a big Brahman, Pandit. They know nothing. So die Brahmanas, die wollen ihm aufsagen, oh, was für große Brahmanas sie sein. Sie kennen Mantras auswendig, aber was ist dahinter? Swaha bedeutet Swaha. Suran. Also Swaha ist ja die Frau von Agnidev.
they are doing swaha swaha. But actually, through swaha, Weil Yagyas, die sagen immer Swaha, Swaha, wenn sie irgendwelche Opferungen ins Feuer geben. Und dort, wenn jetzt jemand solche Löffel ins Feuer gibt, mit den Mantras O Indra Swaha, nachher geht die Shakti von Agni zum Indra, der Teil. Otherwise, Indra will fast. When Indra is there inside water, then how without fasting? Agni cannot come. Big problem. Agni cannot enter into water, so Indra fasting. Oh. So much. You know. So this way actually, through the power, Shakti, Agni going to carry all separate shares of all demigods as a system. Now, those Brahmins, they want to prove that we are elevated Brahman, big, powerful, but they have no power because Viprat Tisaraguna Yutat Aravinda Nava Padaravinda Mimukhat Samacham Varishtam. I already told. Viprat Tisaraguna Yutat Aravinda Nava Padaravinda Mimukhat Sapacham Varishtam. Sapash, who is going to cook the flesh of the dog, is more better than you, more elevated than you. So, wenn jemand Bhakti hat, dann ist es so besser als wie der Brahmanas, obwohl er vielleicht früher jemand war, der was Hundefleisch gegessen hat. Sammak Vyavashita he saw. Because his, brain and heart almost organized properly at present. He is well organized. He is well organized at present. And it was bad previously. Due to some wrong conception, due to some previous sanskar. Because I took the example of fan. You on the fan, no current going, but still for some time. Für schlechtes Verhalten hat er schon oft das Beispiel gegeben mit dem Ventilator. Ist, okay, du stoppst schon jetzt, der Herz ist reiner geworden und der Geist ist reiner geworden, aber doch ab und zu kann noch alte Samskara kommen. So, das ist wie der Fan, der Ventilator noch ausläuft. Strom ist schon abgetrennt. So, das kann entschuldigt sein oder entschuldigt werden, aber nicht, wenn du ständig und ständig immer wieder den gleichen Fehler machst. About Guru Tattva secrecy and how Guru Tattva helping us. Er kann über das Guru Tattva sprechen, mehr und mehr, weil es uns so viel hilft, um wirklich Krishna zu erreichen. Zu dem Erscheinungstag von Sri Bhakti Puri Goswami wird er darüber mehr reden. Und den Abhichet Sudaracharu, den Veres, den soll man eben nicht ausnutzen. Die Brahmanas jetzt in dem Fall, die haben keine Beziehung zum Krishna. Wirklich. Die machen zwar, sagen Mantras, machen ihre Yagyas. So Krishna, schlussendlich ist aber der Yagya Purusha, die Person, für die alle Yagyas gemacht werden sollen. So Krishna ist der originale Quellepunkt von Yagya. Daksha Yagya ist auch zerstört worden. Daksha wollte aufzeigen, wie viele Fähigkeiten er hat. Daksha. So, Daksha bedeutet Fähigkeiten. So, was für Fähigkeiten hat er?
Daksha, der weiß genau, wie man im materiellen Leben umgeht. Alles, was mit Materie zusammenhängt, da kennt er sich aus. Respekt, Geld, wenn man Kinder kriegt, wenn man sich um sie kümmert, das drückt der Name Daksha aus. Love, puja, pratishtha, honor, and can give birth to children, everything, all big family members. This kind of blood and flesh conception. I told them, started with this conception, Vedodrik and Daksha is not at all. Daksha is not at all Vedodrik, Manshadrik. So he discovered Paramahansa Shrestha Shankara Bhagavan is useless like monkey. So, er hat immer den Fehler gemacht, weil er so materiell ist und hat den Shankara Bhagavan kritisiert. Er hat den Shankara Bhagavan so beleidigt. Und er hat gesagt, bei dem Befehl von Brahma hat er seine Tochter zu dem Affen Shiva geben müssen. Er badet nicht einmal, er hat keine Reinheit, nichts. So hat er ihn komplett beleidigt. Aber er hat nicht gewusst, was für einen Standpunkt Shankara Bhagavan hat. So, Shankara Bhagavan ist gegangen und er hat die ganze Zukunft gesehen. Sati hat danach ihr Leben aufgegeben. So, du hättest denken sollen, warum ist Brahma nicht dorthin gekommen, warum ist Vishnu nicht dorthin gekommen. Große Devote sind nicht gekommen. Brahma ist Brahma hat das Karma-Kandi-Yagyik von Krishna selber. Brahma ist nicht Rajagun, sondern der hat da Ahnung vom Karma-Kandi-Yagyik Mantra. Madhav Sampradaya ist es Adi Guru. Brahma, you can speak Siddhanta this way, where Maharaj, they are going to carry out the order of whom? About whom I am speaking? Huh? Brahma. Brahma going to carry out the order of Supreme Lord. Brahma going to carry out the order of Supreme Lord, so he is going to change his apron, like one Vaishnava going to service him as police inspector, or I see. Then what to do? He is Vaishnava, he will love everything, but he will have 2 years and go to his service. So this one you can say. Brahma is Vaishnava, but going to show. So Brahma ist ein Vaishnava, aber er zeigt nach außen hinaus, dass wir in Rajagun ist, also hier die Kontrolle über Rajagun. Und Shankara Bhagavan sagt Dhammagun, aber innen drinnen sind sie beide Vaishnava. Shankara ist Vaishnava, und wir Darshan, Brahma ist auch ein großer Vaishnava. Es ist nur so, wie einer in die Arbeit geht und vielleicht in eine gewisse Arbeit kann er nicht sein Tilak tragen und das und das. Und so sind Brahma und Shiva genauso, die geben sich nach außen so. So Brahma, der hat das Karma-Kandi-Yagyik Mantra gekriegt. Von allen Mantras ist es der König aller Mantras, das Karma-Kandi-Yagyik Mantra. So, wenn Krishna selber das gibt, wie kann man dann sagen, dass Brahma keine Ahnung hat von Rasa-Tattva? Vielleicht sagt das Brahma nicht auf, nach außen. Auf die Art und Weise müssen wir das Siddhanta verstehen. Wherever you discover that I am not going to participate in Yagya, Shankar already insulted.
And Yagya Vishnu, the main, principal factor of Yagya. Yagya Vishnu is not coming. Why you go to attend? The Yagya is useless. Finally, when everything over, when Shankar Bhagavan going to bless everybody, again rectify situation, then the Yagya was complete. Otherwise Yagya was. Now here Yagya is not complete. So jetzt das Yagya bei den Brahmanas war noch nicht fertig. Sie wollten aufzeigen, was für große Devotees sie sind, was für große Yagyas sie machen. Aber wenn das Yagya so alles, was du machst, schlafen, essen, hören, Harikata schreiben, das soll alles für den höchsten Herrn gemacht werden. Das ist das größte Yagya dann. Bahugranta. Wenn du so viele Bücher lesen willst, das geht nicht. I have to fix my target, because life is very short, I cannot get time. Very shortly, if I won't go to give this, now within that time, it is not prohibited, I am not speaking. But Rupa Goswami was speaking, Bahuganto Kala Bhyas Nishiddho, Bahuganto, many books I like to become big Pandit. So, Bahugranta, du sollst nicht durch so viele Bücher gehen, weil wo ist die Zeit? Wer hat die Zeit, dass du das alles machen kannst? All different kind of scope I have, but if I want to do, where I can get time? That is the main thing. So we are not going to discourage. It's very good if you can do. But what is the utility final? After that I can satisfy Krishna through this. My Harikatha, if not going to give full satisfaction to Prabhupada or useless. Follow my point. So alles muss eben für die volle Zufriedenheit vom höchsten Herrn sein. Ansonsten, aber wenn du Harikatha sprichst, aber wenn das Krishna nicht zufriedenstellt, dann ist das wertlos. Golami. In Bengal you say, my Harikatha is one kind of Golami. I am going to show, servitorship. Through this Vaniseva. Then Krishna can satisfy Krishna. How you can feel that Krishna is satisfied? You can see more and more power coming into me to explain from different. Then you can realize it is approved by Prabhupada. Follow? Approved by Prabhupada or through Thakur this way. Otherwise, material Panditya cannot go up to certain level. Cannot finally come out successful. So those Yagya Brahmins, they are going to do Yagya. Also die Brahmanas, die machen jetzt ein Yagya. Wives, they are going to get bhakti, very nice bhakti. So, this way, Naraji Maharaj already is speaking in Bhagavatam, Yatha tar mul nisechayena panditat kanda huyo kusaka pranam paharas vyatindriyanam tathaiva sarvam arahanam achitejya. So, like we are going to give water at root. So, wir wollen die Wurzel begießen bei einem Baum. Es ist nicht, dass wir die Blätter einzeln begießen. If you are going to provide water at roots, then automatically you can go and touch their roots. They can suck water, make photosynthesis, make their own. Durch das, dass die Bäume das durch Wasser, durch die Wurzeln aufnehmen, wird alles genährt. So eben, die Wurzel ist Krishna. Wer begießt jetzt nur die Zweige oder die Blätter? Keiner. So, Narad, der gibt denn das Beispiel. Street.
So in ähnlicher Weise sagt Narad, wie die Bäume eben durch die Wurzeln Wasser kriegen und alle anderen Äste und Blätter zufrieden sein, genährt sein. So anderes Beispiel ist, dass du Prasadam nimmst. Das Prasadam nimmst du nicht durch deine Nase auf oder durch deine Ohren, sondern der einzigste Ort, wo das aufnehmen kann und auch verdauen, ist der Mund. Der Mund ist es, dann wird es verdaut und all deine anderen Körperteile kriegen Kraft und Energie. Even enzyme not going to secrete the secretion of any disturbance, then you can develop like insulin. If insulin not going to secrete properly, then you can develop diabetes. So you have to take care all the time, balance. Or 4 different kinds, like bitter, like amlaki, amla, you have to take kasai. And chili, little adjustment. So that sweet, so choturvida. Also du musst alle 4 Arten von Geschmäcker haben. Sonst kannst du leicht Krankheiten kriegen. Es kann eben bitter sein, salzig, süß, scharf, dass alles harmonisiertes Menü hast. Nachher wird alles aufgenommen im Körper und richtig verteilt. Es soll nicht einseitig sein. So, Naradi Maharaj speaking, similarly, if you are going to worship Krishna, the root cause of is in Bhagavad, in Gita, Bhavanadrum, in Bhagavad also, Bhavanadrum, Bhagavad. Bhavanadrum is Bhavan. Bhavanadrum, das Wort bedeutet, dass die Wurzel ist oben von der Kreation. Urdhamular Saga. So die Wurzel von der Kreation ist oben im Himmel. So, und alles, was dort ist, das ist das Gesprießte, das, was wir alles das sehen, die Existenz in der materiellen Welt. So their scholarship, Pandita, but while their wives are very clever, they have a clear idea because Asasanga Tagi Vaishnavachar, and Satsanga you can get by the mercy of Krishna. Satsanga ist etwas, was du nur kriegst bei der Barmherzigkeit von Krishna. Es ist nicht so leicht zum Kriegen. Das Sukriti muss ganz hoch sein. So this way actually, those wives of those Brahmins, they are very intelligent, transcendental, intellectuality there with them. So they can understand. Krishna Balaram coming, so they run with the name of Krishna Balaram. So das sind sofort, die Yagyik-Bramine haben sich sofort aufgemacht, wo sie gehört haben, Krishna und Balaram sind da. Die haben sich nichts mehr draus gemacht von ihren Ehemännern und nichts mehr. Die laufen zu Krishna. So yesterday I was speaking this nice sloka, the nice picture. Und gestern hat er gesagt über das Darshan von Krishna. Shyamam hiranya paridam vanamallapara dhatu pravallanata veshamano vratam se vinyastastam vitare. Now here Krishna is compared with Natavesham Manobhrutanse. Krishna in dem Vers ist vergleichbar mit einem Tänzer auf der Tribüne. Maybe 15-20 years before, I told you, if you are going to compare something with somebody, one is ideal thing, with that you will have to compare. So er hat uns da gesagt, dass du was Ideales
oder was vergleichen willst in der Welt. Zum Beispiel, du willst jemanden in der Welt mit einem Tiger oder einem Löwen vergleichen. So, der Löwe ist der ist das, womit du jetzt jemanden vergleichen willst. Sagen wir mal. And the main object with whom you have to compare. So naturally, the main object with which you are going to compare this thing, so this is main thing. Follow what is it? But in case of Krishna, how you can compare? So, du kannst das auf der materiellen Plattform kannst das machen, oder? Und remember, you can get big proficiency, skill to speak Harikatha. Yes, I expect you will have to speak Harikatha to thousands of people. Maybe in future, like foolish you are living your life. You have to speak Harikatha. Why not? So you have to speak Harikatha. So you are not developing that kind of, not vanity, you have to develop that kind of Haribhajan should be there, power. So, I told them, if we are going to compare Krishna with Natavesh, and Natavesh means wonderful Vesh of hero. It's called Natavesh. Those who are going to prove Gauranga Mahaprabhu having Natavesh, Nagar, you know, hero for all women's society. This is not approved. Gauranga Mahaprabhu never wanted to speak. They are idiot, foolish number one. They want to prove this way. Still true that they are arranging. You see, 2 days after, only 2-3 days after, they are going to make rasa. We like to beat them with our shoe on face. So idiot, they are foolish. They want to speak this way. This is Ras. All Kali, Durga, Ganesh, sign Ras. This is Ras. Nobody there to explain this is not Ras. Come on. No man there, even no minister, no speaking. It was started by Radha Krishnadanda, I think, that time, long ago. Where is Ras? Where is Krishna? Where is Radharani? All mixing. They are drinking wine and, khaini, gutka, and whole night thousands of people coming to see the magic. Thousands of people. So in Bengal sind halt viele Feste, die was das Rasa-Lila so falsch auslegen. Die trinken dabei Alkohol, rauchen Tabakware und keine Politiker und irgendjemand sagt irgendwas dagegen. So, die wollen alle Ganesh, Durga, Krishna und all die Radha und Krishna auf eine gleiche Stufe bringen. Und keiner erklärt ihnen das wirklich. Keshav Goswami Maharaj, der hat sogar Briefe zum Minister geschrieben. Why you are doing this way? They cannot speak. Because they want vote, they need vote, they can speak. So, aber kein Minister ist jetzt darauf ausgerichtet, dass er wirklich denen sagt, dass das nicht Rass ist, oder weil sie eben populär werden wollen. Sie brauchen die Menschenmassen für die Wahlen dann wieder. Also es gibt charakterlose Minister, die machen einen Tempel auf. He wants to catch me. Come in this time. No, I cannot come. I know his characterless. He has money. A huge amount of money. I cannot go. You can go. He's popping new in different places. Characterless. Everybody knows. There's making different temple. He is approved. He is approved. This way they are, making some garbage in this. This way they are going to make some garbage. What to speak? So you see, those Yagya Patnis, their Darshan, So die Yagya Patnis, how they clean their Darshan? wie haben die so einen reinen Darshan? Woher haben die so einen feinen Darshan gekriegt? Mit dem Vers, wo er jetzt anfängt, Yada Atma Parimicchati, so man. Their fine Darshan. Atma, heart of the heart, Krishna. Heart of the heart. Also das Herz vom Herz. Krishna, Krishna. We must go run and take darshan of Krishna. That's why
here, obviously, those Yagya Patnis, they are not reading any Vyakaran, not going through Veda, not going to the school, Vedic school, not going to Gurukul, Gurudev for initiation. How they are developing this kind of power? So, die Vedic Yagya, die Brahmanas, die sind nicht in die Schule gegangen oder haben vedische Schriften studiert, sondern die haben nur durch Sadhu Sangha alles gelernt. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass du nicht Diksha nehmen musst. Satsanga ist kraftvoll, du kannst es mit nichts vergleichen, aber Diksha ist wichtig im Zusammenhang mit dem. Das kann er dann das nächste Mal erklären. So die Yagyik-Brahmanas. Vicharantam britam gopoi swagrajam dadrishu striyaha. Those three, those wives, they are watching Krishna. They are running with prasadam in hands. Food. Oh, they are dragging around. So die Frauen, die laufen jetzt alle mit dem Prasadam zu Krishna. Und sie sehen Krishna jetzt in dem wunderschönen Outfit. Shyamam Miranibim Vanyamalabhara Atu Pravalabhakeshamamurtam Se Vinyastahastam Vitarena Dunamnamapcham Karunot Palalaka Kapulam Kapchahasam. Now, I already told, Shyam Hiranyaparidim Vanyamalabhara. Shyam is like blue jewel. So Shyam, das ist wie ein blauer Juwel, ein blauer Stein. Und seine Kleidung ist Hiranya, ganz golden. Und durch das bringt er Ehre da Radharani. So wie Feuer ist die Farbe. Vanamali ist die Girlande aus 5 verschiedenen Blumenarten. Dhatu sind die Mineralien, die was du da auftragen kannst. Es ist eine Dekoration, so für das Gesicht. One point comes, Man Maharaj, why you speak this way? Why? Natavesha. So Natavesha ist wie Natavesha. So Nata bedeutet ein exzellenter Hero, Held. Der was alle Frauen in der Gesellschaft bewegen kann. Das nennt sich Natavara. Aber wie kannst du jetzt Krishna mit dem vergleichen? Es ist wie Natavara. Krishna ist wie Natavara. Natavesh. So now our point is that Upama Samas, if you want to compare Krishna with Nata, is wrong. So, wenn du jetzt Krishna mit Natavara vergleichen willst, das ist falsch. So, der Dress, mit der wir Krishna is like Nata, or Nata is like Krishna, all same. Follow, this much you can say. So, Dhatu Pravada Natavesha Mano Pratanse. Binnasta Hastamitarena, one hand is there on the soldier of. So, eine Hand ist jetzt auf der Schulter von Balaram und mit der anderen Hand dreht er so ein Lotus. Karna. So Krishna manchmal gibt er auch so Karnikara-Blume auf das linke Ohr, manchmal aufs rechte Ohr. Ganz Chanchal. So his Chanchal is very quality.
In material world, it is the chanchal is bad. But Krishna is chanchal to best to keep around everybody. So Krishna is too much chanchal. So sometimes he gives this, flower, karnika, sometimes this ear. This is one kind of art to show his heroism. So für Krishna ist das eine Art von Kunst, um sein junges Teenageralter mehr und mehr zu zeigen. Und er ist ganz spontan und bewegt sich immer, ganz agil. This moral is over because if I go on explaining, only one day left in between, I cannot complain. Anyway, but still, if we can discuss this Siddhanta from different angles, we can get nice darshan. We want to keep our darshan within this area, then our darshan is not okay. Follow? Our darshan, when we are going to discuss from different angles, so that Also der Darshan, der muss immer von verschiedenen Ansichtsweisen beobachtet werden. Das bespricht er am Morgen, heute hat er keine Zeit für das. Antaha pravesha suchiram parirabhatapam pragyam yatha bhimatayo vijur narendra. Hey Narendra, hey Rajan, like one big personality, exalted personality, yoga, Gyani. Anta pravesha suchiram pragyam. Pragya actually, if you want to explain, so we should speak pragya, this word we should explain, not yogi gyani perfectly. And we should say devotee, like Shankar. Pragya bedeutet es so wie ein Devotee, wie Shankar, Bhagavan. Extern zeigt ein Yoga-System auf, aber so viele kriegen Bhakti vom Shankar. Das haltet er geheim in seinem Herzen. Und Pragya bedeutet, der was Pragya hat. Pragya. Ein perfektes Ansichtsweise, Intellekt, alles ist perfekt. Ausgerichtet zu die Lotusfüße zu Krishna. Antaha pravesha prayaha suto priya. Prayaha suto priya tamodayo karna purair jasmin nimagna manasahas manasaha stam athakshirandrai. What is written? And they are actually so attracted by. They are so much attracted by Krishna. Krishna Utkarshto Savanarup Karnavarandara. They are hearing Harikatha, everything. Already they are knowing about the beauties of Krishna, charming behavior, all different kind of excellent glories of Krishna. Also sie haben so viel schon über Krishna gehört. Und sie fühlen sich als so angezogen zum Krishna. Karna-avaran means earring. Nose ring is avaran. Avaran means decoration. So Abara ist ein Ohrring und Nasenring. Decoration, here is one earring. This is all decoration. So what they mean to say, that actually it is written, Sukadeva Goswami want to speak, they are already attracted by the Suto. They are already here about the glories. So die haben gehört. Und die sind ganz verliebt schon in Krishna. Die warten nur, bis sie Krishna jetzt sehen können. They are already hypnotized. They are already absorbing. They are
They are so absorbing darshan. Because previously they are hearing Harikatha, and this is also one kind of, decoration of ear, through which they are hearing, and so they are feeling tremendous attraction from Krishna. They are actually full of, absorbing. So, die haben ganz starke Anziehungskraft zu Krishna. So, what is the result? When they look at Krishna through their eyes, so, wenn sie Krishna sehen jetzt durch ihre Augen, it is space in which your whole eye was moving. But inside that is another very fine, it's called Okshirandha. You can go to sunlight and watch in your eyes. A black portion, there is another black, deep black, very small, that is meant in retina. Through that Okshirandha, also deine Augen, die Iris, oder also das sendet das Auge, das Bild zum Gedächtnis, zum Gehirn, und du siehst dann ein Bild. Also durch ihre Augen, Retina, nennt sich das, und dort wird jetzt dieses Bild nach innen zu ihrem Herzen reflektiert. Suchiram. Suchiram bedeutet für ganz lange Zeit. Also das kocht schon bei denen im Herzen, dass sie eben Krishna jetzt treffen wollen. Also sie wollen Krishna umarmen, ihn küssen. Das ist das, was sie im Herzen tragen, aber es ist kaum materielle Karma. Also sie wollen quenching means is one kind of technique in metallurgy. Metal, suppose I'm going to make this metal and growing some power in metal. So you have to put this metal, suppose iron, and putting in fire for a long time and glowing. Also quenching, das Wort bedeutet, wenn du zum Beispiel ein Metall in das Feuer hebst, wenn es jetzt ganz heiß ist, dann gibst du es ins Öl, dann gibst du es wieder ins Feuer, dann gibst du es ins Wasser. So, das ist an verschiedene Stufen, durch die jetzt das Metall gebracht wird. Das nennt sich Quenching. Quenching-Prozess. They take the picture of Krishna and Sarah, they are embracing and kissing Krishna inside. Follow? So, antaha pravishya suchiram parirabhatapam pragyam yatha vimato vijaho narendu. Hey Rajan, like pragya bhakti, they are going to adjust yatha vimato. They are going to adjust, get some cooling effect inside their heart. So kühlt jetzt ihr Feuer im Herzen, weil sie jetzt Krishna im Herzen angeschlossen haben und dort umarmen sind. If you can enter someday into this Raganuga Bhajan, you can go mad. Also wenn du eines Tages im Raganuga Bhajan eintreten kannst, dann kannst du das alles realisieren.
Die sitzen in ihrem Zimmer, chanten, aber die gehen nach Vrindavan in ihrem Geist. Swagatam vo Mahabhaga Aswatam Karvamakim. Swagatam is providing Swagatam, welcome. So Krishna sagt jetzt zu ihnen, Swagatam, willkommen. Yagya Patnis. What's speaking Krishna? Krishna knowing everything, they are coming with prasadam. So Krishna weiß schon alles, dass sie mit dem Prasadam kommen. Und Krishna steht jetzt da wie ein Held. Stay here. What we can do? What seva? Kya seva farmaiye? Hindi log, Hindi people speaking. Farmaiye. Kya seva kar sakta hu aap kariye? Swagatam vo Mahabhaga Aswatam Karavamiki. What I can do for you? Come. Janno dadrikshaya prapta upapannamidam hiva. You can take rest here. You are guest in this because forest means Vrindavana Adhipati Krishna. And Radharani is the total. Also Krishna sagt jetzt, oh, kommt und setzt euch hin. Vrindavaneshwari. Vrindavan ist das Reich von Vrindavaneshwari, Radharani. Und Krishna sagt, willkommen. Okay, rastet euch aus, setzt euch hin. Was kann ich für die machen? Für euch machen? Also ihr seid jetzt so lange weggekommen in den Wald und ihr wollt unbedingt unseren Darshan, Krishna und Balaram. Swagatam vo Mahabhaga Aswatam Karavamkim Janno Dridikshaya Prapta Upapannamidam Hiva. It's right. You have done rightly. You have come because I know your heart is mature. For a long time you are waiting to take our darshan. Right. Well done. You have come here. Oh, you can take rest. And what seva you can do? Actually, they are coming with for seva to you with all prasadam. Krishna speaking just opposite, not opposite. Not opposite Jai Yathamam Prabodhantitan Sathyo Hayamyam. But though Krishna cannot pay to those Brajagopis, they are also gopi. They are staying in Vrindavan. Not actually that. They are actually Yagya Patnis. They are also acting like gopi. Na? Gopi means actually coward, you know. They actually Yagya Patnis, but still they are acting like gopi. They are actually not. It's open term. Gopi means they actually gopi this word. If I explain, you can understand. Gopi, das Wort. Go bedeutet Schutz. Welches Herz ist komplett geschützt von Krishna, das nennt sich Gopi. So Gopi gibt ihnen, Krishna gibt ihnen den vollen Schutz. Also es sagt, okay, ihr habt recht. Ihr seid gekommen, um unseren Darshan zu haben. Hey Bhagavati Gone, oh, you are all lucky woman. Bhagavati, you are very lucky. Those who are really clever, those who are actually intelligent, very Bhagavati. So Bhagavati, die was wirklich vom Glück begünstigt sein. Bhagavan und Bhagavati, zwei verschiedene Sanskrit-Wörter in Punglingern und Strilingern. Actually, those who are really clever, and you are actually very Bhagavati, very lucky.
so die was wirklich viel Bhagya haben, Glück very clever. und They are well aware about clever. selfish end. Shartha, you know? Don't understand. English, it is not available, but I am bound to speak. Now I can explain. Selfish means English is useless. But in Sanskrit, if I use Swa Artha iti Swartha. Swa-Artha, was bedeutet das? Es ist ein Sanskrit-Wort. Es bedeutet, es kann man nicht übersetzen als selbstsüchtig. This body is Atma. Für Seelen in der Welt kannst du sehen, du fühlst den Körper als deine Seele. Svarta, diejenigen, die sehen. Also er denkt nur über sein eigenes Vergnügen, über seinen Körper und seinen Geist. Aber wenn du das mehr tiefer verwendest, Svarta iti Artha, Swa bedeutet Atma und Swa bedeutet für die materiellen Leute Körper. Swa ist Atma und was ist das wirkliche Interesse von Krishna, von Atma, ist Krishna zu kriegen. So, das ist der wirkliche Grund, Swa-Artha. Also das wirkliche Interesse von Atma ist wirklich Krishna zu treffen und ihn zu lieben. Because you are very clever. You know all about your sartha. You know, you are well aware about your sartha. They already know. I am the heart of everybody. Krishna speaking. You are very lucky. Very, very lucky woman. You all are ladies. Because you are well aware with you about your own selfishness. What is the selfishness? Because those who are really clever, they are well aware about their real. Krishna sagt zu ihnen, ihr seid euch bewusst über wirkliches Selbstinteresse, weil das einzigste Selbstinteresse für die Seele ist, Krishna zu lieben. So Krishna sagt, er ist das Herz von allen Herzen. So, und die Yagya Brahmanes, zu denen sagt jetzt Krishna, ihr macht das. Ihr seid Bhagya, so vom Glück begünstigt. So, ihr wollt mich lieben, frei von irgendeinem Selbstinteresse. Das ist eine reine Liebe. Also ihr wollt nichts von der Liebe. Ihr wollt nichts retour. So, this is called actual bhakti, what you have. You all have that kind of bhakti. Phalanu sandhan rahit. In Sanskrit we can say, Phalanu sandhan rahita. Phalanu sandhan rahit, without any expecting any result. So, ohne dass du da irgendein Resultat erwartest. So Krishna sagt, die Hingabe von euch ist wirklich, wie, ohne dass ihr auch irgendwelche Früchte erwartet. So, ihr seid wirklich so Bhagya, so vom Glück begünstigt. Und eure Liebe ist wie ein Fluss, ununterbrochen. Ihr wollt nicht mehr leben für ein paar Stunden und dann geht es zu euren Ehemännern. Nein, es ist wie zum Beispiel die Liebe von der Yagya Brahma ist so, dass sie wie Flüsse, die was alle zu ihrem Ehemann fließen, dem Meer. Und so der Fluss ist ununterbrochen. Die haben ständig das Wollen, das Zusammensein mit ihrem Ehemann. So, you are very clever, you are very lucky, you are all having that kind of bhakti. So,
You can take rest here, very nice place, lawn, grass, all nice, and breezy. Actually from Jamuna also nice breeze coming, some air with some, water particles, so you can feel nice here. So your bhakti is very, very nice. So those who are going to prana, buddhi, manaho, swatmo, dara, patta, dhana, dayo, yat samparkad kriya, asangstataho, kono aparo priya. Actually he is speaking that prana, buddhi, mano, swatmo, dara, patto, dhana, dayo, yat samparkat priya asans tataho kono apara priya. Same sloka I can go back to Upanishad, you can know. Atma vari drashtabhyo satabhyo nididhyasitabhya. This sloka, long time you cannot forget, I can remember. You cannot remember. I explain. Atma vari drashtabhyo satabhyo nididhyasitabhya. Only for the reason the Atma is there. Atma means Paramatma, Jivatma, both. But if Paramatma is there, what is the value of Atma? Always Atma and Paramatma are living together. So Atma und Paramatma, die leben immer zusammen. So wenn du irgendeinen Besitz hast jetzt, but ultimately reason is what? You want to get it because you are alive. also du willst Dinge in der Welt, weil du am Leben bist. Wenn du stirbst, nachher erwartest du ja nichts. Wenn du Millionen zu einem toten Mann gibst, dann was kann er mit dem machen? So warum der Yudhishthira Maharaj oder Kunti Devi, der sagt, und weil du da bist, denken wir uns, dass all das Königreich jetzt einen Wert hat. Aber warum? Ansonsten würden wir nicht so viel. Wir machen das. Yudhishthira Maharaj sagt, er macht es nur, um deinen Willen zu erfüllen. Kunti Devi sagt, wenn du da bist, dann sind die Dinge was wert. Aber wenn du weggehst, was hat es dann für einen Wert? Kunti Devi sagt die Worte. So, dein Wissen, deine Ausbildung, Aprakritas Wissen, was du in dem Leben kriegst, das wird dich nicht verlassen. Es geht mit dir. Alle anderen materiellen Fähigkeiten, die verlierst du. So, die, was wirklich intelligent sein, die schauen immer, dass sie was machen für die Ewigkeit. Bhakti anukul manto kajyena shikar, bhakti pratikul karjo bhajananiga, anukulya sasankalpa pratikulya vivarjanam. Yesterday on the internet, within 5 minutes I give, 2 minutes I give answer to that boy. Become very sad. He is engineer in Delhi. I have to give you answer. Follow. So Atma vare drashtabhya satabhya nididhyasitabhya. For only for Atma, only the reason for why Atma is there. That's why mother going to kiss baby, mother going to kiss his son, daughter, only the reason Atma is there. So jeder liebt seinen Vater, seine Mutter, seinen Sohn nur, weil eben in dem Körper Atma ist. Sobald das Atma nicht mehr da ist, Atma und Paramatma nachher ist keine Liebe mehr vorhanden.
Und bei Parikshit Maharaj genau das Gleiche. Und Bhajanava, der hat gesagt, oh, in dem Wald, wenn ich jetzt ein König wäre, was hat es dann für einen Sinn? Und er war unglücklich. Er hat gesagt, was nützt es, wenn du mich da einen König machst im König? Ich bin ja allein. Da kann ich mit kaum das teilen. Wenn du jetzt ein König wärst oder eine Königin in einer Insel, wo keiner die jemals trifft oder mit dir spricht, dann gebe ich dir vielleicht Millionen von Dollar, Münzen, aber wie vergnügst du dich dann allein mit dem? Da gibt es auch eine Story in Frankreich. Jemand, der hat herausgefunden, so der König, der sucht in Frankreich Gold und mehr Gold. From Greece, France, Italy, Rome, different stories. Not fictitious stories. It's actual. That king is fond of gold. So der König, der So much gold there, but still gold. Sein Hobby ist eben Gold, Gold, Gold. Is going to pray one, demigods there. Und dann hat er gebetet zu einem Gandharva oder zu einem Engel. Oh, he is doing a very exclusively bhajan, and very separate, exclusively calling. Not bhajan actually, bhajan means Krishna. So calling that angel. So er ruft den Engel Angel come. und der Engel, der kommt und fragt ihn, was willst du? I want to get gold all the time. So er will Geld, Gold und mehr Gold. Und der Engel sagt, okay, das kannst du haben, ich segne dich. Der Engel geht. In dinner table, going to take water, that is gold, going to take rice, that is also gold. Und der König, der sitzt jetzt am Königreich, die Toilette ist aus Gold, der Tisch ist aus Gold, der Krug ist aus Gold, alles ist aus Gold. Und dann sagt er, aber jetzt kann er, sagt er dann, so kann er nicht leben. So, wenn du ein König wärst auf einer Insel, nachher trifft dich keiner. So, was machst du dann aber mit dem Anwesen oder mit dem Geld oder mit dem Königreich? So, alles ist nur wertvoll, solange du eben mit dem Vergnügen kannst mit Freunden in der Gesellschaft, Verwandten und so weiter. So, wenn Atma jetzt nicht tot ist, dann was für einen Zweck hat die Seele? So, was Sanatana Goswami den Sparshamani gekriegt hat, mit dem hast du Sachen berührt und die sind alle Gold geworden. Und Sanatana Goswami hat dann den weggeworfen in ein Loch und hat es eingraben wieder. 50 Jahre zurück ist in Vrindavan was passiert. Baba rubber was there, but either wooden or skin, leather. But that Baba coming, his chappal was broken, so somehow with nail he stuck up and fixed up temporarily and going. So, da war ein Sadhu, der hat seine Schuhe gerichtet mit dem Nagel. Und der andere Baba hat ihm gesagt, was ist mit deinem Schuh passiert? Und der Baba sagt, da kommt so ein Licht raus. Und er hat dann gesehen, dass der Nagel, der ist zu Gold geworden.
So wo seine, eben vielleicht seine Schuhe mit dem Sparshamani in Kontakt kamen und dann ist der Nagel Gold geworden. Is converted into gold. 2-3 days of searching, no, not at all. So, Atma Vari Drashtabha, Krishna speaking same thing. Prana Buddhi Manaha Swatmo Dara Patto Dhanadayo Jat Samparkat Priya is all property, this flat, everything, all. We like, why? Because Atma is there. So, alles, was uns herum ist, nehmen wir wirklich nur an, weil im Atma dort ist. Pati, Dara, Patram Pati. Pati means husband. Dara, Pati, Dara, Patto. Patto and Dara, Patto are in children. Pati not, it is a patto. Apatto, we can speak like apatto, apatto, apatto. Apatto means children in Sanskrit we say. So this way meaning is perfect. Prana buddhi manaha swatma dara apatto, apatto, dhanadayoho jat samparkat kriya. With what relation, with which relation? You give value to these all flat and property, everything, why? So, du siehst nur einen Wert in die Dinge, weil eben Paramatma dort ist. Atma, nothing is more favorable than Atma. Even mother, there is flood, big flood. Sogar Mutter, wenn ein großer Sturm kommt und eine Flut, und das Baby kommt in die Flut, aber als allererstes ist es das System oder die Regel oder Verhalten. Also in einer Flutwelle kommt, dann schützt der Mutter sich selber, obwohl sie hat ein Baby in der Hand, aber nachher lässt sie das Baby aus, wenn sie sich selber nicht mehr retten kann. Und jeder versucht sein eigenes Atma, seine eigene Seele zu retten. So jemand, der was untergeht, der haltet fest dann am Stroh. Also man versucht sich immer selber zu retten, egal. Als andere kann man aufgeben dann. So, Gott sei Baby. So das, was am nächsten zu einem steht, ist das eigene Selbst. Für das kann man alles andere aufgeben. After giving prasadam to Krishna and covered boys, everything over, because in between if you explain it will take long time. Parikshit Maharaj is making gist, I should give Krishna. After giving, because they carry prasadam, they already understood. Now after everything over, everything lila over, so die Brahmanas, die Frauen haben jetzt das Prasadam alles verteilt aus und jetzt sagt Krishna, jetzt könnt ihr heimgehen. Und die Brahman, Yagya Patnis sagen jetzt, oh, die Männer werden uns niemals erlauben, dass wir zurückkommen. Und Krishna sagt, ohne euch, ohne die Frauen können die Brahmanas die Yagyas nicht fertig machen, deswegen geht es zurück. Und die Frauen sagen, oh, na, wir können nicht, wir wollen nicht zurückgehen.
they can do paran, complete of their brata, they can take bath, our Brit Sangha, you will not. But you are not. But they all, wives of Yagya Patnis, they started crying. We don't like to go back, we like to stay. It's not good, you have to go back. It is the advice of Krishna. Krishna is so... So Krishna sagt ihnen jetzt, Yagya Patnis, you are so nishamsa, heartless. die Yagya Patnis sagen, oh, du bist so herzlos, du willst uns zurücksenden. Wir wollen nicht zurückgehen. Unsere Ehemänner können uns sogar rauswerfen für das, was wir gemacht haben. All the Yagya Patnis, they are speaking. Sri Patna Uchu Maivam Vivarhati Bhavan Gaditum Nishansam Satyam Purusha Nigamam Tava Padamuram Prapta Vayam Tulasidama Padavasrishtam Kesair Nibbur Matilangyam Samasta Bandhana Maivam Vivarhati Bhavan Gaditum Nishansam Satyam Purusha Nigamam Tava Padamulam Maevam. This way, oh, die Frauen sagen jetzt, so sollst du nicht sprechen. Maevam. So der Allmächtige. Bhagavan. Maevam Vibho. Und du sollst nicht so sprechen. Du kannst nicht so ganz herzlos zu uns sprechen. Nishamsam bedeutet herzlos. Satyam Purusha Nigamam Tava Padamulam. You have to prove that all literature, all Vaishnava science, everything, Vedanta Upanishad, ultimately going to show you. So, du musst aufzeigen. In die vedischen Schriften ist überall, dass schlussendlich die Lotusfüße von Krishna das Ziel sind. Alles Vedanta Upanishad, Bhagavatam, alles zeigt es auf. Geht zu den Lotusfüßen zu Krishna. Das ist das Ziel. Mercilessly. You should not speak this way. Maivam vivo arhati bhavan gaditum nisamsam satyam kuru shanigamam tava padamulam. Because prapta vayam, we are coming to your lotus feet. So, wir sind jetzt alle zu deiner Lotusfüße gekommen. Was verehrt werden von Tulsi und so weiter. And different kind of problems, obstacle, you know, obstacle? Different kind of problems of obstacle we overcome, we throw, ignore, and come into you. Now you are going to speak, go back to your husband. What's that? We cannot expect this kind of merciless advice from you. Oh, well, they are crying this way. So tomorrow we can discuss this point. It's a very sweet point. Tomorrow we can discuss very, very inner meaning. To enter into Raganuga Bhajan, what kind of love affair they had. It's not a drama. This one kind of practical thing. Practical, you have to realize this thing, otherwise useless. All Vasar and Lila, you have to, one by one, from different angle you have to read. If sometime we are going to discuss whole Bhagavatam in details, you will have to put these all chapters in between. Because double we cannot do. Already done, we have to protect and put there in between. Oh. Only first canto, it will take more than 8 months. Sogar der erste Kanto, das dauert vielleicht 8 Monate, wenn man das schon mit Bhagavatam bespricht, in Detail, täglich, 3-4 Stunden. Du kannst verstehen, was für Geheimnisse dort drinnen sind.
Janmadasya Adi den Vers in Erschnitt, Srila Prabhupada in einem Monat erklärt, in Kartik. So we are so lucky. We are so lucky we should dance. We should dance. That Prabhupada is like grand, So, wir sollen tanzen, dass Srila Prabhupada, dass wir Verbindung mit ihm haben, mit Prabhupada. Gaura Kishore Das Bhakti Maharaj. We are going to cry, waiting for, different kind of donation. This, we should be satisfied, all the time satisfied. So I can explain this sloka, very vital sloka, tomorrow. Now if you have any question, I can give answer. Maivam vivarhati bhavan gadipum nisansam satyam kurushanigamam tava padamulam prapta vayam tulasidam padavasishtam keshvair nibbadum matilangyo samasta bandhuno grinnanti no patayo pitaro sutava no bhatri bandhu suhiraha kuto eva channe tasmad bhavat prapadayo patitatmanam no na anya bhavergati aravindo tadvidehi vanchakalpadurasya kipasana patitanam pavanto. Any question? No question? What question? Can we understand Yagya Patnis or some tree with some kind of personality in our mental life? So can we apply just who is it in our reality? Like analogic. In our life. Actually, so tree, it's those, hear me. And Brahman. No, actually, this example of trees, yes. this example of this Bhagavan Sri Krishna making one background. Follow what I mean to say. Bhagavan Sri Krishna, after Bastar and Lila, stealing of garnets, finished. Immediately, after Krishna wanted to make a background, before going to the second globe. Follow. That's why Krishna, while going through forest, wanted to prove, really so, it is not false. Anywhere, the tree there in America or Italy, wherever, the tree is going to serve. You cannot deny it. So, trees are also having life. Acharya Jagadish Chandra Bose, the Indian scientist, already proved. So, already in Bhagavatam it is written, they have their life. So, why you are going to deny? They have life. So, what is the logic? What is the analogy? Is there that Krishna wanted to give this example to prove the quality, bad condition of those Yagyik-Bramine. You see this Brahman, they want to prove we are Brahman. We are Brahman, we are doing Yagya, all different facilities. But these trees, they are so great. They are not going to throw anybody coming. We need some leaf, okay. We need your wood, okay. We need your fruits. Sujana Saiva. Sujana, I already explained now. So this background is making to prove that those who are Karma-Kandi, having different kind of useless desire in their heart, the trees are more better. What to speak about trees in Vrindavan and Navadip? Or Transcendental? Any trees and keepers in Vrindavan is not material. So you should think this way. Also in different parts of the world, maybe in Russia, there is tree. Also trees are going to serve you, not? You cannot deny. Trees are always going to serve you. Without trees, how you are maintaining your body? Without trees, you are going to die. Because trees not only going to yield and supply oxygen. Trees not only going to supply oxygen, going to minimize the carbon. Also at the same time trees are going to catch all land
Land, you know, mud. So if hills and you know, big hills are not there, parbat, and trees, then who is going to catch soil? Erosion of soil, you know, erosion of soil can make you flow into Ganga. Trees are there, the soil is catching. So we are ever grateful to trees. They are giving fruits and flowers, trees, you know, what not? You cannot deny. So this way, this is the logic that before going to the second Leela, Krishna wanted to prove that you see that how great those trees are. Huh? These are logic, nothing else. Especially if trees are there in Dhamma. What is it? Hey, you have any question? Mama? What question? Maharaj, if those who live in the temple and they have that mood that everything which is offered to the deities, it will be pure, because you many times explain that we have to be so careful that from which source it is coming. But if one devotee who is there in the temple, he sings, what I take after Thakurji has taken, that how it can be contaminated after? No, how? It depends. It depends actually. That is why Jagannath Prasadam always, its stamp is there. Jagannath Prasadam stamp there. Kirchara Gopinath stamp, especially Jagannath. But this is not, if some great devotee is there, Shabal Bhakti Puri Vishima, try to understand. If there is some nonsense there, in temple already going on, by his own bhajan power, he can make up, satisfy Krishna. I many times heard from my Guru Maharaj, I can speak this thing on appearance, disappearance day. Guru Maharaj speaking. Yeah. They are worshipping. This same thing I am sitting in Vyasasana. They worshipping. This is not actually worshipping. Okay, I am also worshipping daily. Like that day I was shocked. I could really realize that Guru Maharaj is worshipping all temple. Fine body, Guru Maharaj is going away. In Vrindavan, Puri, everywhere. To worship. So I learned it from Guru Maharaj. To worship all deities. In our temple, everywhere I am worshipping. By the mercy of Guru Maharaj. Every. After Annik, I need at least 45 minutes, 1 hour to worship completely. Follow. Gopesha is a whole worship. Long period. So what you are speaking is okay. But I am not going to guide you wrongly. It depends upon. If there is one great devotee, there is some problem happening, he can check. But he is nobody, not a spiritual big figure, and all problems, source of income coming in temple. I am not speaking, Bhaktivinoda Thakur, they cannot attack me. Bhaktivinoda is Sukla Vritti, white income, white money. Bhaktivinoda Thakur writing, I can show you. I am going to translate very shortly. I don't know who is going to read. It is my job before my death. Follow. Bhaktivinoda speaking, Shukla Vritti. If there is no white income, the source is itself dirty. So anything you procure, buy, contaminated. So what to speak about cooking and go to kitchen, go to worship all. So Guru Maharaj used to speak, if you like to maintain Gauriya Math, you will have to follow Bhaktivinoda Bhava. Many times Guru Maharaj told. If you want to at least want to run Gauriya Math, you will have to follow according to the instruction of Bhava. I can explain next day, after Bhutta is over, someday I can. Or can we also say that it's like Harinam, there's also Namaparat, Namapas and pure name. So with Prasadam, some Aparat Prasadam maybe, some Apas. Nah, if some Namaparat is there, Sevaparat also there. Yeah. Namaparat can only be excused by the mercy of Nama. Sevaparat can also be excused by Nama, but all the time if you say, today I can do aparat, tomorrow I can do, day after tomorrow, after tomorrow, same aparat there. This is called one kind of Namaparat.
to check Sabhaparat, you will have to recite Vindastakam daily, evening time, especially Dadasi evening time. Daily you will have to recite. Or you will have to recite Gita, 1 chapter or 2 chapters. With heart, not that Maharaj told, I eat, why not getting? With heart, from heart you will have to do. If you can do, you can check. Because bonded soul can do. And with Tulsi, there should be Vrindadevi you can maintain. Manjari, you can guard, keep water, kiss, give some gobar. Kiss, why I kiss Vrindadevi every day. Every day. Before coming Harikatha, all the time, morning time, all the time we kiss. Ma, please bless me, without you I'm back end. All the time you have to do. They have? All the time. If you can live this way, what question you have? If you could give a direct example of a devotee that is doing bhaja, but due to his sanskara is repeating the... Oh, you think the same mistake? Yes, if you could... Actually, then it is the responsibility of Gurudev. Like Bhakti Kumar Puri Goswami, Bhakti Vaikuntha Puri Goswami Maharaj, they have the power to check it. Suppose same mistake doing, someday Gurudev is attracted by woman. Brahmachari should not do it. Follow? Then, at all, if there is any Sukriti, I am going to attraction for Gurudev, real seva, having some bad habit, then someday Gurudev will come to me. Hey, what happens to you? After that, putting his lotus leg on his feet. From then, Gurudev take away that, dirty attitude. All defects. So Guru Vaishnava can rectify you very easily, provided you are inclined, 100%. If there is no question of inclination, Gurudev cannot rectify. Not possible. Follow. All your defects can be rectified. Even Kalingima yesterday put me, instant change? Yes, instant change possible. Instant change possible, provided you are 100% inclined. And the sadhu is powerful, both. Instant change. Instant change. So it depends. You can do all mistake all in the temple or rubbish, Harikatha. 3-4 points if you can check. One is Harikirtan, Harikatha. Second is kitchen room. Third is, this, puja, archan, and bhiksha. The big danger coming from archan, cooking, Harikatha, Pratishtha. And what to speak about bhiksha. Bhiksha, great problem. Most of them, they fall down. And Guru Seva. They think material man, Gurudev, old man, Bhakti Vaikuntha Puri, old man, so know nothing. Follow? Material conception can. So from pure Guru Vaishnava, you can keep yourself, make a set distance. I told you. From pure Guru Vaishnava, you have to maintain some set distance. Directly to say, Hare Maharaj is with coping, doing bhajan, we have no right to see it. He is doing. He can discover some fault. Follow? Mahaprabhu speaking. Mahaprabhu when, crying, then, from nozzle, this signi is called. Water coming. If you see Chaitanya Mahaprabhu, you can follow. That's why Guru Vaishnava not taking prasadam in front of them. Everybody. Sometimes different kind of bika, man, they are exhibiting, different lila. So you can material conception. Oh, hey, what is that? Then you can develop for us. So from pure Guru Vaishnava, you must maintain some self-distance. Here Harikatha, follow them. But you cannot understand why he is doing this. He can develop.